looking at the style of practice of just relaxing and being open to whatever occurs. Was wir uns angeschaut haben, ist eine Art von Praxis, in der wir uns entspannen und anschauen, das, was immer erscheint. But of course, very often the content of our mind is not very clearly defined. Aber natürlich sehr oft ist der Inhalt unseres Geistes nicht sehr klar definiert. So, for example, in the sky you can see clouds, and the clouds have a shape. So als Beispiel am Himmel könnt ihr Wolken sehen und die Wolken haben eine bestimmte Form. Sometimes they're a bit hazy, like in the distance over the hills. Manchmal sind sie ein bisschen neblig, wie auf die Entfernung hin zu den Bergen. But in the sky we also have the movement of the wind. Aber auch im Himmel haben wir auch die Bewegung des Windes. And sometimes our thoughts are like that. They're so subtle that you can't find where they begin and where they end. Manchmal ist es auch so mit unseren Gedanken, die sind so subtil, dass wir nicht herausfinden können, wo sie anfangen, wo sie aufhören. The key thing to do at that time is to stay very quietly present with whatever is occurring, and you will observe that this pattern changes. Und der Schlüssel hier, was man tun soll, ist, dass man sehr still, präsent bleibt und beobachtet, welche Muster entstehen, sich verändern. But that involves being able to be very calm and relaxed and confident. Aber das benötigt, dass man wirklich sehr still, ruhig sein kann und sicher. And sometimes we don't have that capacity. Und wir haben nicht immer die Kapazität, das zu tun. So, in the text which is in this book Simply Being, the text by Patrul Rinpoche on his commentary on Garab Dorje, he suggests using a more abrupt technique. In dem Buch, in dem Text, der in diesem Buch drin ist, vom Patrul Rinpoche, schlägt er eine etwas kräftigere Art von Praxis vor. That is to say that the ground of all thoughts is without any solid substance to it. Das ist zu sagen, der Grund aller Gedanken ist ohne jede substanzielle Substanz in ihm. And thoughts themselves have no inherent self-nature. Und Gedanken in sich selbst haben keine in ihnen bestehende Eigennatur. Therefore, the key thing is to directly get the experience of the mind that never moves. Und deshalb ist der entscheidende Punkt hier, die direkte Erfahrung zu bekommen vom Geist, der sich niemals bewegt. In order to get some more sense of that, sometimes we can cut right into the seeming glue that exists between the openness of the mind and the content that seems to fill the mind. Und dann ist es nötig, vielleicht einen Spalt in diese scheinbar verkrustete, verklebte Sache zu machen zwischen dem, das, was der Inhalt des Geistes ist, und dem offenen Raum. And we do this by making use of the syllable Phat. Wir tun das, indem wir die Silbe Phat benutzen. Phat signifies cut. Phat bedeutet Schnitt. Means to cut off attachment to what is arising. Und das bedeutet abzuschneiden die Anhaftung zu dem, was erscheint. So that the quality of the mind which is going towards the object is cut off with the object. Das heißt, die Qualität des Geistes ist abgeschnitten von dem Objekt. And then in that state you can experience that there is nothing at all. Und in diesem Zustand kann man erfahren, dass da nichts ist.
There's a Tibetan word hediwa to describe a state of being astonished. Es gibt ein tibetisches Wort Hedua, was sowas bedeutet wie erstaunt zu sein. If you have a shock, Wenn man einen Schock hat. maybe you're walking at night on a quiet road and suddenly a cat runs in front of you. Zum Beispiel nachts auf einer einsamen Straße läuft und plötzlich kreuzt ganz nah eine Katze den Weg. Before you can think what it is, it's just like. Und bevor man denken kann, was es ist, erschreckt man. And in that space there are no thoughts. Und in diesem Raum gibt es plötzlich keine Gedanken. This is the experience that one is trying to open up. Und das ist die Erfahrung, zu der man versucht, sich zu öffnen. In the description by Padmasambhava about the formation of the world and how it comes into being through ignorance, he describes 3 levels of ignorance. In der Beschreibung von Padmasambhava, wie sich die Welt entsteht, wie sie formiert wird, gibt es 3 Arten von Ignoranz. The first level is called simultaneously occurring ignorance. Die erste Art oder der erste Level hier heißt die simultan erscheinende Ignoranz oder gleichzeitig erscheinende Ignoranz. In which ignorance manifests in the state of clarity. In der sich Ignoranz festigt im Zustand der Klarheit. It could relax back and be just a passing moment. Es könnte wieder sich zurück entspannen und damit dann nur ein vorübergehender Moment sein. But if we fall into it and start to build on it and with it, samsara in all its complexity arises. Aber wenn wir darin reinfallen und damit bleiben, entfaltet sich da heraus Samsara in all seiner Komplexität. The example that's traditionally given is of a drunk man walking home and he falls down a flight of stairs. Das Beispiel, was hier gegeben wird, ist von einem betrunkenen Mann, der nach Hause läuft und über eine Treppe stolpert. First, Als erstes wundert er sich. oh, I'm still here. Und dann, ich bin immer noch da. Here I am. Hier bin ich. So in that moment, the shock, the stabilization after the shock is not one of openness, because before he was drunk, looking around, very nice. Der Zustand nach dem Schock ist nicht ein Zustand der Offenheit. Zuvor war er betrunken und alles war wunderbar. But now he's a little bit anxious. Am I okay? Aber nun ist er etwas ängstlich und stellt fest, okay, ich bin da okay. Did my bottle break? Ist meine Flasche etwa gebrochen oder nicht? So once that starts, then I'm checking out what is going on. Und wenn dieses angefangen hat, dann beginne ich auszutarieren, was da passiert. There is now a separation of self and other. Und dann beginnt die Unterscheidung zwischen dem Selbst und dem anderen. This is the beginning of duality. Und das ist der Anfang von Dualität. This is where I find myself in a world of objects. Und das ist, wo ich mich selbst finde in einer Welt bestehend aus Objekten. At first, neither the subject nor the field of objects is elaborated. It's not much detail. Am Anfang ist weder der Bereich des Subjektes noch der Bereich des Objektes besonders ausgestaltet oder detailliert. But it becomes elaborated in the second stage of ignorance, where thoughts and feelings and memories start to accumulate identifications. Aber es wird dann ausgestaltet und detailliert dann in einem zweiten Zustand der Ignoranz, wo Gedanken, Gefühle und Erinnerungen die Identität beginnen zu bilden.
In Tibetan, this is called the ignorance of kuntutakpa, which means detailed or careful identification. Und im Tibetischen wird das als Kuntutakpa genannt, als eine sorgfältige oder genaue, detaillierte Identifikation. Involved having a name for everything, being able to say what something is. Und das bezieht sich darauf, dass man für alles einen Namen hat, weiß, was alles ist. Once that is established, we then experience ourselves as a thing, a separate entity, in a world of other separate entities. Und wenn dieses dann hergestellt, etabliert ist, dann erfahren wir uns selber als eine abgeschlossene, separate Entität, ein Ding, ein Ding zwischen vielen verschiedenen separaten Entitäten. And this is the basis of the accumulation of karma. Und das bildet die Grundlage für die Ansammlung von Karma. Because for karma to happen, there has to be someone having an intention. Denn damit Karma stattfinden kann, braucht man jemanden, der einen Wunsch oder ein Ziel hat. So the basis of karma is a dualistic experience. Und die Grundlage von Karma ist eine dualistische Erfahrung. Once there is me and the world, then I have an intention. Sobald es mich gibt und die Welt, dann habe ich eine Absicht. And this intention, on the most simple level, in terms of the three poisons of stupidity, aversion and attachment, the most simple one is just stupidity itself. Stupidity means here taking things for real. Und die einfachste der drei Arten von Dummheit, von den drei, die drei Giften, die sind Ablehnung und Anhaftung und eben diese Dummheit. Die einfachste davon ist einfach Dummheit und And our social life is pervaded by this friendly stupidity. Und unser soziales Leben wird pervertiert durch diese eine freundliche Dummheit. So at lunch we say, how's your food? Zum Essen sagen wir, wie ist dein Essen? Very good. Sehr gut. Oh, very good, but it's very good. Sehr schön, dass es sehr schön ist. This is real, this is tasty, wonderful. Das ist wirklich, das ist geschmackvoll, wunderbar. It looks quite a sweet way of being. It makes us feel at ease and more able to enjoy the situation. So eine schöne Art vom Sein und es macht uns einfach und es ist das Leben genießbar. What is going on is a very subtle solidification of the situation. Aber was dabei passiert, ist, dass wir eine sehr subtile Festmachen der Situation, das stattfindet. Then on the basis of that we have an attraction to something because we like it and we want to have more of it, or an aversion because we don't like it and we want to push it away. Und davon ausgehend haben wir dann eine Anziehung an bestimmte Dinge, die wir halt mögen, wo wir mehr davon haben möchten, oder eben eine Ablehnung von Dingen gegenüber, die wir nicht mögen. But without the perception of strong entities, we wouldn't have this intensity of attraction and aversion. Aber ohne den Sinn, dass es da ein Ding, eine Entität gibt, hätten wir es nicht möglich, so einen Sinn von Ablehnung und Anhaftung zu entwickeln. And with that operating, when we're not aware of it, we accumulate a lot of karma, which is the fuel that keeps us being born again and again in the world. Und auf diese Art damit umzugehen und sich dessen nicht bewusst zu sein, kreieren wir eine Menge von Karma und werden geboren und immer wieder geboren. So on this level of ignorance,
we're wandering around, having a nice time, being good people, and getting more and more trapped. Und auf dieser Stufe der Ignoranz wandern wir herum, haben eine schöne Zeit, sind gute Leute und laufen aber immer mehr in die Falle. This is one of the aspects of Buddhist understanding which is most difficult and most challenging. Und das ist ein Aspekt von buddhistischem Verständnis, die vielleicht sehr schwierig ist und besondere Herausforderungen bildet. Going over to the island, we could see little family groups. Wenn wir da zur Insel rübergefahren sind, konnten wir kleine Familien sehen. Parents taking care of their children. Eltern kümmern sich um ihre Kinder. It's very nice. Das ist sehr schön. It's very important that parents take care of their children. Und es ist ja auch in der Tat sehr wichtig, dass Eltern sich um ihre Kinder kümmern. They give them love and attention. Sie geben ihnen Liebe und Aufmerksamkeit. Say, I love you, I want you to be happy. Sie sagen, ich liebe dich, ich möchte, dass du glücklich bist. You are very important. Du bist sehr wichtig. This is beautiful. Das ist schön. But it's also a form of stupidity. Aber es ist auch eine Form von Dummheit. Because the message to the child is, you truly exist. Denn die Botschaft, die an das Kind geht, ist, du existierst wirklich. I, as your mother or your father, know who you are. Ich als deine Mutter oder Vater weiß, wer du bist. That is to say, you can be known. Das heißt, du kannst gekannt werden. But of course, when we come to look at ourselves, we find we can't really be known. Aber dann, wenn wir nach uns selbst schauen, dann merken wir, wir können gar nicht wirklich gekannt werden. Of course, children need to have reassurance. Und natürlich benötigen Kinder eine Bestätigung. But from a Buddhist point of view, traditionally, being born into the human realm is not being born into paradise. Aber aus der buddhistischen Sichtweise gesehen, ist es im menschlichen Bereich geboren zu sein, ist eben nicht im Paradies geboren zu sein. Before we are able to really understand what this disease is that causes us so much trouble, Bevor wir wirklich verstehen, was diese Krankheit ist, die uns so viele Schwierigkeiten macht, we have to intensify the disease for ourselves. müssen wir diese Krankheit intensivieren für uns selbst. So, stupidity is the belief that I, as a real person, live in a world of real objects. So, Dummheit meint hier, dass der Glaube, dass ich existiere in einer Welt von wirklich bestehenden Objekten. Now, of course, phenomena exist. Things manifest in front of us. Und natürlich, Phänomene existieren, Dinge manifestieren sich vor uns. We go to the island, we got onto a boat. Wir sind zur Insel gefahren und wir sind auf einem Boot gefahren. The boat exists. Das Boot existiert. None of us, I think, can walk on water. Wahrscheinlich kann keiner von uns auf Wasser wandeln. So we have to go in a boat. So müssen wir ein Boot besteigen. Because our bodies are quite heavy and we fall in the water and go down underneath. Denn wir in unserem Körper sind mehr oder weniger schwer und genau, im Wasser gehen wir unter. Does this mean that the boat is real? Aber heißt das, dass das Boot wirklich ist? From the point of view of a person living in your skin bag, looking out your water bubble eyes, of course the boat is real. Und aus der Sicht dieses in einem Hautsack leben, durch die glasigen Augen herauszuschauen, ja, dann scheint das Boot wirklich zu bestehen. This is life inside the realm of stupidity. Und das ist Leben im Bereich der Dummheit. Des Nichtverstehens. Besser zu sagen. Unwissenheit vielleicht auch. Oder Unwissenheit. Unwissenheit. Which means, of course, we have to take things seriously. Was durchaus heißt, dass wir die Dinge ernst nehmen sollen. We say to small children, look out for the crowd.
Wir sagen den Kindern, passt auf die Autos auf. And then you scream at the child, stop! Und dann schreit man sie an, halt! Because you love the child. Denn man liebt die Kinder. And the car is real. Und das Auto ist wirklich. And if the car hits the child is dead. Und wenn das Auto das Kind überfährt, dann ist es vielleicht tot. You might say, yeah, and the death of a child, that's not an illusion, that's real. Und du magst sagen dann, der Tod eines Kindes ist nicht eine Illusion, der ist wirklich da. This again is the point of view of stupidity. Aber auch das ist die Sichtweise der Unwissenheit. The death of a child is an illusion. Der Tod eines Kindes ist eine Illusion. The birth of a child was an illusion. Das bereits die Geburt eines The Kindes war eine breathing in Illusion. and out of the child is an illusion. Das Ein- und Ausatmen eines Kindes ist eine Illusion. Children are an illusion, their parents are an illusion, the house is an illusion, the streets are an illusion. Die Kinder sind eine Illusion, die Eltern sind eine Illusion, das Haus ist eine Illusion und die Straße ist eine Illusion. But suffering is real. Aber Leiden ist wirklich. We don't like suffering. Und wir mögen keinen Leiden. Is suffering real? Ist Leiden wirklich? This is where we have to be very careful, because you can have all sorts of high Buddhist abstract ideas, but when you get the slap from the big world, it's not so nice. Ja, das ist wichtig. Man kann alle möglichen hochgefahrenen buddhistischen Ideen haben, aber wenn man dann von der Realität eine gewischt bekommt, dann tut sie vielleicht weh. This is why we have to have a practice, because just theory is not enough. You need to understand the view, look through the eyes of the Buddha, but then you have to also live the life of the Buddha. Deshalb ist die Praxis so wichtig. Es gibt diese Sicht, wir haben diese Sicht der Buddhas, aber dann müssen wir auch so leben wie die Buddhas. What does it mean to say that when a car hits a small child and their dead body is smeared on the road, this is an illusion? Was macht es für einen Sinn zu sagen, dass wenn ein Kind von einem Auto überfahren wird und die Überreste am Auto kleben und dann zu sagen, dass der Tod eines Kindes wäre eine Illusion? It means that when the police come and the ambulance come, they take this little body off the road and they take it to the hospital and they carry out an autopsy because it's a strange death. They have to look. What is the real cause of death? Dann kommt die Polizei und die Sanitäter und sie werden den kleinen Körper aufnehmen und ins Krankenhaus bringen und eine Untersuchung stattfinden, weil es ein ungewöhnlicher Tod ist und den wir uns angucken müssen, was da passiert ist. And when they cut into the body of little Johnny, Und wenn sie dann den Körper von dem kleinen Johnny aufschneiden, they don't find little Johnny. dann finden sie den kleinen Johnny da nicht. They find heart and lungs and liver and spleen and many bones. Sie finden Herz und Lunge und Niere und Leber und viele Knochen. But there is no little Johnny. Aber da ist kein kleiner Johnny. What was little Johnny then? Was war denn der kleine Johnny? Little Johnny was something living. Der kleine Johnny war jemand, der lebte. In death, all the parts of little Johnny are there except life. Im Tod sind alle Teile von dem kleinen Johnny da, mit Ausnahme des Lebens. What is this life? Was ist dieses Leben? Can you catch it? Can you put it in a bottle? Kannst du es einfangen? Kann man es in einer Flasche verschließen? The movement of the vitality or the energy of the mind in meeting the five elements which manifest in our physical form, it was this which was little Johnny. Diese Bewegung der 5 Elemente, die sich in dieser physikalischen Form manifestieren, das war der kleine Johnny. So who died? Wer ist dann gestorben? Little Johnny? Der kleine Johnny. What is little Johnny? Was ist der kleine It's a Johnny? name. Ist ein Name. A name associated with many hopes and fears and webs of affection and love and expectation. Das ist das setzt sich zusammen aus Hoffnung, aus Ängsten, aus Liebe, aus vielen Dingen, aus einem Netz von vielen Dingen. And the death of a child always seems terrible because it has so much potential.
Und der Tod eines kleinen Kindes ist besonders schlimm, weil es scheint so viele Potenziale zu haben. But this term stupidity, as it's used here in a Buddhist context, means to see entities where there are no entities. Und dieser Begriff von Unwissenheit, wie er hier im buddhistischen Kontext benutzt wird, heißt, man sieht Dinge in etwas, wo keine Dinge sind. To perceive people as truly existing. Menschen wahrzunehmen als etwas, als wirklich existierend. To perceive any situation as enduring in time. Jede Situation als dauerhaft im Zeitablauf wahrzunehmen. So this restaurant that we were in, it had a big menu, and on the front it says it's been running since 1300 and something. Und auf dem Restaurant, wo wir waren, gab es dieses große Menü und vorne stand drauf, dass es seit dem 14. Jahrhundert da ist. So in 700 years, many things have changed. In 700 Jahren ist eine ganze Menge passiert, sich verändert. What has been kept the same? Was ist also seit den 700 Jahren gleich geblieben? Maybe the name. Vielleicht der Name. So again and again we have to look and see, are there any real entities? Und wieder haben wir zu sehen und das zu suchen, danach zu suchen, gibt es wirkliche abgeschlossene Dinge, Entitäten. This morning we looked, the mind's nature is completely open and relaxed. It's like the sky. And it has no limits. Heute Morgen haben wir geschaut, dass der Geist offen und entspannt ist wie der Raum, wie der Himmel und keine Grenzen kennt. And within that, as with reflections in a mirror, we arise with all beings. Und in dem, wie die Reflexion in einem Spiegel, entstehen wir und alle Wesen. And within this field of arising, gestures of movement and connection occur. Und innerhalb dieses Feldes der Erscheinung entstehen Gesten und Bewegungen. In Tantric system, this is called the Dharmakaya, Sambhogakaya, and Nirmanakaya. Im tantrischen System wird das genannt Dharmakaya, Sambhogakaya und Nirmanakaya. No aspect of that is solid or substantial. Und kein Aspekt davon ist substanziell oder fest. The fact that something hurts doesn't mean that the situation is real. Und nur der Umstand, dass etwas wehtut, heißt nicht, dass die Situation wirklich ist. For example, if you're banging something with a hammer and you hit your thumb, Zum Beispiel, wenn man irgendwas versucht zu nageln und mit dem Hammer auf den Daumen trifft. what you have is a whole series of movements. Und was man da hat, ist eine ganze Serie von Bewegung, Veränderung. You have the shock, you have the pain, you have the feeling that arises. Man hat diesen Schock, man hat den Schmerz und das Gefühl, was entsteht. Gradually the color of your thumb changes. Allmählich ändert sich die Farbe des Daumens. Blood wells up under the nail and so on. Das Blut bildet sich vielleicht unterm Nagel und so weiter. All of that is dynamic and moving in time. Und alles dieses ist dynamisch und verändert sich innerhalb eines Zeitablaufs. I hit my nail doesn't explain that. Ich habe meinen Nagel geschlagen, erklärt nicht sehr viel. Someone then says, oh, that must be very painful. Jemand mag dann sagen, das ist sehr schmerzvoll. Yes, it's very painful. Yes, ja, es ist sehr schmerzvoll. But what is this pain? Aber was ist wiederum dieser Schmerz? You can't catch pain. Man kann es nicht festhalten, nicht einfangen. It's a strange rising of heat, throbbing, staccato, grinding, biting, bringing anxieties of danger, hopes and fears. Es setzt sich aus viel zusammen, aus Hitze, aus Pulsieren, aus einer Angst, die hochkommt, aus Aufregung, aus all den Sachen. There is nothing solid in that at all. Und da gibt es nichts
Festes in dem überhaupt nicht. It is a movement of experience after experience after experience after experience. Es ist eine Bewegung von einer Erfahrung zur nächsten Erfahrung, zur nächsten Erfahrung, zur nächsten Erfahrung. This is all we have, the movement of experience. Das ist alles, was wir haben, diese Veränderung der Erfahrung. If we turn it into a thing, we mistake it. Und wenn wir dieses in ein Ding als ein Ding annehmen, dann nehmen wir etwas Falsches an. The word in Tibetan for ignorance is marikpa, meaning not rigpa. Rigpa can mean aware, but it also means just to know things. Und Unwissenheit in Tibetisch heißt Ma-Rigpa. Rigpa kann Gewahrsein sein, aber auch Dinge zu kennen. Das ist Ma-Rigpa. Not to see that life is energetic and moving and changing, and to think of it in terms of fixed situations. This is ignorance, or ignoring how things are, or mistaking a movement, a flow, for a set of fixed entities. Und die Erfahrung im Leben als nicht veränderlich wahrzunehmen, als nicht etwas, was sich ständig verändert, ist es als etwas Falsches wahrzunehmen, als etwas wahrzunehmen, diese Ungewissheit, was es nicht ist, was gar nicht da ist. So, when we start to experience our thoughts during meditation, we see that they move towards storylines of solid substance. Wenn wir in der Meditation unsere Geschichten wahrnehmen, dann sehen wir, dass sie als wie eine Kette von Geschichten stattfinden, die feste Punkte hat. We believe what our thoughts tell us is real because the world is real. Dass wir glauben, dass was die Gedanken uns erzählen, ist wirklich und die Welt ist wirklich. We have a tendency to take situations to be critical. Und wir haben eine Tendenz, die Situation kritisch zu sehen. But in a sense, nothing much matters. Aber in gewisser Weise ist es nicht entscheidend. In our lives up to now, I imagine we've all had a few problems. Und in unserem Leben bisher hatten wir, so sollte man annehmen, alle schon mal ein paar Probleme gehabt. Anyone here who's never had a problem? Oder gibt es hier vielleicht jemanden, der noch kein Problem hat? Have these problems stayed always with you? Und sind diese Probleme die ganze Zeit immer mit euch geblieben? In future, you will get some more problems. In der Zukunft werdet ihr vielleicht noch ein paar mehr Probleme bekommen. These problems won't stay. Aber auch diese Probleme werden nicht da bleiben. But when they arrive, we tend to take them very seriously. Aber wenn sie ankommen, wenn sie da sind, dann nehmen wir sie sehr, sehr ernst. Things can appear catastrophic. Die Dinge können als Katastrophe erscheinen. As if they are marking something really important. Als würden sie etwas ganz, ganz Wichtiges kennzeichnen. Something has come to an end. Irgendetwas geht jetzt zu Ende. From the Buddhist point of view, this is just the voice of stupidity. Und vom buddhistischen Sichtweise her ist das nichts weiter als eine Stimme aus der Unwissenheit. There are no some things to come to an end. Da gibt es keine Dinge, irgendwelche Dinge, die zu einem Ende kommen. No, I mean clearly we can think of examples where what I'm saying seems to be madness. Und sicherlich können wir uns Beispiele ausdenken, die das so klingen lassen, das, was wir jetzt hier gerade erzählen, das war einfach nur verrückt. If you have a state of peace and then war starts, that's a big change. Wenn du in Frieden lebst und dann fängt mit einmal ein Krieg an, dann ist das eine durchaus große Änderung. People and animals start to die, there is a lot of pain, buildings are destroyed, people's ways of life are changed forever. Menschen und Tiere fangen an zu sterben, Wege, Häuser, Städte werden zerstört und das Leben verändert sich.
But the people's lives were changing anyway. Aber das Leben der Menschen hat sich immer geändert. They weren't solid people with stable lives. Es gab da keine festen Menschen mit fixen, stabilen Leben. This is the big difference between an ordinary perception of the world and a Buddhist understanding. Und das ist der große Unterschied zwischen der gewöhnlichen Wahrnehmung des Lebens und dem buddhistischen Verständnis. Our lives have never been stable or fixed. Unser Leben war niemals stabil oder fest. People have strokes at any age. Leute haben Herzattacken in jedem Alter. We don't know what's wrong with our bodies. Wir wissen nicht, was in unserem Körper nicht stimmt. Some people might have cancers growing in them, they don't know yet. Manche haben vielleicht Krebs in sich und wissen davon noch nichts. On these little tubes in your body, some little clots are building up, ready to go on a journey up to your brain. An bestimmten Punkten im Körper bilden sich kleine Klumpen, die immer mehr werden, um irgendwann vielleicht ins Gehirn zu gehen. These things happen to plenty of people. Und sowas passiert zu vielen Leuten. Maybe they haven't happened to us yet, but Ist uns vielleicht nicht passiert, aber it's only coming on for 4 o'clock. kommt erst um 4. Plenty of time to get sick before midnight. Es ist noch genug Zeit, um krank zu werden, bevor es Mitternacht schlägt. Some people will be like that. They'll be sitting down Saturday night, getting ready to go out, and they feel a bit sick. And their friend says, "Oh, what's the matter? Maybe we need to phone the doctor." The doctor comes into the hospital. Und das mag so sein. Wir sitzen abends am Samstagabend und machen uns fertig, um auszugehen und fühlen uns plötzlich nicht gut und dann sagen die Freunde, hey, was ist los? Vielleicht müssen wir den Arzt holen und der Arzt kommt und sagt, oh, so, du musst sofort ins Krankenhaus. So if we go back to these 3 stages of ignorance, the first stage, openness with an acceptance of this dynamic flowing thing, in the sort of, the reason a man supposed, or a person is said to be drunk is because it's kind of just, it's easy. It's a kind of spontaneity in that. Und um zurückzukommen zu diesen 3 Arten der Unwissenheit oder Ignoranz, dass das erste ist diese Offenheit, diese fließende Dynamik, wie dieser betrunkene Mann, wo alles leicht ist. And when the openness and its content, or what's passing through it, which is the energy, when it becomes suddenly wobbled and intense, it appears to be something definite. Und wenn in dieser Offenheit der Inhalt, was diesen Energie ist, sich verdichtet und dann wird es langsam etwas Definiertes. So then a thought arises which explains what is going on. Dann erscheint ein Gedanke, der erklärt, was da gerade passiert. Instead of the thought just being part of the situation, it becomes somehow the master of the situation. Und dann anstelle, dass der Gedanke, der auftaucht, ein Teil dieser Situation wird er zum Meister dieser Situation. And from then on, thoughts become the point of reference for making sense of what's happening in our world. Und von dann an werden die Gedanken unsere Referenzpunkte für das, was in der Welt passiert. And the busyness of thoughts becomes like an obscuration that covers up the open dimension of being. Und diese Geschäftigsein von Gedanken wird zu etwas, was diese Offenheit des Seins komplett bedeckt. What this is describing very clearly is all the obscurations you have, all the karma, all the sins, all the confusion is just like clouds. Und was das sagt, dass all diese Verdunkelung, all das Karma, all diese Sünden und Unsicherheiten, Konfusion, die wir haben, ist nichts weiter als eine Art von Wolken.
It's not strongly real. Es ist nicht stark reell. And so it can be blown away. Und in dieser Weise kann es weggeblasen werden. And when it's blown away, it's gone. Wenn es weggeblasen ist, dann ist es weg. Again, though, it's like what we looked at before about having a holiday. Das ist wieder, wie wir es vorher gesagt haben, als wären wir auf dem Pferd. If you think that your problems are strongly real and they define your life, wenn du denkst, dass deine Probleme sehr reell sind und dein Leben bestimmen, then when you have a retreat or you do some yoga, it's like having some time out from life as it is. wenn du dann ein Retreat hast oder ein Yoga nimmst, dann ist es so, als würde man eine Auszeit nehmen von der Zeit, so wie sie eigentlich ist. But the Buddha's teaching is having troubles is time out from life as it is. Aber das Buddhas Lehre sagt, Probleme zu haben, das ist die Auszeit von dem, wie Leben eigentlich ist. Because life is okay. Denn Leben ist okay. Due to ignorance and karma, many veils come, many preoccupations come, but this is like a bad holiday. Durch unser Karma viele Verdunklung, viele Voreingenommenheiten entstehen und verdunkeln unsere Wahrnehmung, aber das ist der Urlaub von dem eigentlichen Leben. So, the instruction is that we sit and relax. We start with the 3 R's, then we're sitting relaxed, and then whenever we find our minds being caught up in our thoughts, we free them. Und die Anweisung hier ist, dass wir entspannt sitzen. Wir können mit den 3 A's anfangen und entspannen uns. Und immer, wenn wir uns gefangen in Gedanken sehen, dann befreien wir unseren Geist. And we do this using the sound Phat. Und das tun wir, indem wir den Klang Phat benutzen. In that way, the energy of the sound rises up through you. Auf diese Art und Weise geht die Energie, steigt in dir hoch. And you have a shock. Und du hast einen Schock. The shock is the same as the shock of the beginning of samsara. Dieser Schock ist das gleiche wie am Anfang von Samsara. But now, instead of saying, oh, where am I? Who am I? What is that? Just stay open. Und anstelle dann aber zu sagen, oh, wer bin ich, wo bin ich, was ist hier, bleibt man offen. Not clinging to thoughts to make sense of anything. Nicht an irgendwelche Gedanken festzuhalten, um Dingen irgendeinen Sinn zu geben. Not looking for any familiar, reassuring notion. Nicht nach sich selbst unterstützenden Ideen daran festzuhalten. But like the sky, shining, clear, open, without any particular content. Doch wie der Himmel scheinend klar, ohne einen spezifischen Inhalt. Then, in that state, more thoughts, feelings, sensations arise. In diesem Zustand erscheinen dann weitere Gedanken, Gefühle und Empfindungen. We let them arise, Und wir lassen sie entstehen. coming and going. Und sie kommen und gehen. And then suddenly we're back in them. Und plötzlich sind wir irgendwann wieder in ihnen. We are in the thought or the feeling seems to be happening to us. Wir sind in dem Gedanken oder das Gefühl und der Gedanke geschieht uns. And then again, as soon as we recognize that, just release this sound of Phat. Und dann, sobald wir dieses erkennen, lassen wir den Klang von Phat wieder los. So, first of all, we can practice making the sound. Also, erstes können wir üben, diesen Sound zu machen, diesen Klang zu machen. You don't want it to come strongly out of your throat. Und er soll nicht stark aus dem Kehlkopf kommen. So you're not shouting. Nicht so. It's very popular. We hear many people making this noise. Das ist aber sehr weit verbreitet, man hört das sehr häufig. But you will get a sore throat and also you won't have any power. Aber man wird so nur einen rauen Hals bekommen und es ist nicht sehr kraftvoll. You want the sound to come from deep in your belly. Wir wollen einen Klang haben, der wirklich tief aus dem Magengegend kommt.
You can imagine it just coming straight up the middle of you and out of the top of your head. Man könnte sich vorstellen, es kommt geradewegs aus der Mitte von uns und steigt auf bis zum Spitze des Kopfs. You know, if you get blocked pipes, you can have these plungers with a rubber cup. It's like that. So, es ist so, als würde man eine Verstopfung haben und dann gibt es diese, wie heißen die, diese Endstopfer, mit diesem Gummisaugteil reinzumachen. And the idea is to get free of all these building blocks on which you constructed the situation in which you feel trapped. Und die Idee ist, dass man sich befreit von all diesen Blockaden und Konstruktionen, die einen eben blockieren. The more we do it, the more shining our mind is. Und je mehr wir das tun, umso scheinender ist unser Geist. And we start to experience that we don't need to know what is going on in order to be present. Und wir werden dann feststellen, dass es nicht wichtig ist, dass wir wissen, was da eigentlich passiert, um präsent zu sein. That is to say that the natural illuminating power of the mind is not a construct of thoughts. It's not telling us about something. Um das nochmal zu sagen, dass die natürliche Strahlkraft des Geistes ist nicht etwas, was gebildet ist, etwas, was uns irgendetwas erzählen muss. But is a radiance prior to conceptualization. Sondern es ist eher eine Strahlkraft, die vor der Konzeptualisierung, vor den Konzepten stattfindet, da ist. Okay, so just sit in a relaxed way, letting your skeleton carry the weight of the body. So sitzen wir in einem entspannten Weise und die Knochen tragen den Körper. The belly loose and free. Der Bauch ist lose und frei. And then first we can practice just making this sound. It's perhaps easier if you close your eyes and release this sound as powerfully as you can. Und als erstes können wir einfach nur mal üben, überhaupt diesen Klang zu machen. Und vielleicht ist es hilfreich, die Augen zu schließen und wir lassen den Sound tief aus dem Bauch kommen. And it's seen in the tradition as a powerful sound, a sound which will cut through obstacles and will remove danger. Und es ist in der Tradition gesehen als ein wirklich kraftvoller Klang, einer, der die Hindernisse durchschneidet und die Gefahren beseitigt. So you could imagine that perhaps somebody is coming to attack you and you want to make a sound that will really tell them to fuck off. Und man könnte sich vorstellen, dass irgendjemand kommt, der einen vielleicht angreifen will und man macht einen Klang, der ihnen sagt, verpiss dich. So you want to put all the power of that, because this sound is the diffusion of aversion and emptiness. It's the empty energy of the aversive, the pushing away. Dieser Klang ist eine Fusion, eine Mischung zwischen Ablehnung und Leerheit. Okay, so we try and make the sound for some time. So, jetzt machen wir einfach mal den Klang, jeder für sich, ein paar Mal. Sometimes, if you're practicing that, you can feel the difficulty of letting the sound out. Manchmal, wenn man dieses übt, kann man die Schwierigkeit fühlen, diesen Klang herauszulassen. This is often because we are already surrounded by some demons.
Und das ist oft so, weil wir schon umgeben sind von irgendwelchen Dämonen. The demon of worrying about what other people think. Zum Beispiel der Dämon, sich darüber Sorgen zu machen, was denken die anderen. The demon of thinking we won't do it the right way. Der Dämon des Denkens, ich will es auf die richtige Art und Weise machen. The demon of wanting to be invisible. Der Dämon, ich möchte unsichtbar sein. These are all the voices and fears which can make us very small. Und das sind alles die Stimmen und Ängste, die uns sehr klein machen. So, I mean, we could put in an application form. Wir könnten das in eine Bewerbung. I'd like to be a Buddha, but only the very quiet. Schreiben wir rein, ich möchte gerne ein Buddha sein, aber vielleicht nur den ganz kleinen, leisen. I don't want to cause any trouble. Ich möchte keinen Ärger bereiten. I won't eat very much or do very much, but I'd like to be enlightened. Ich werde nicht sehr viel essen und nicht sehr viel tun, aber ich möchte erleuchtet sein. Bit of a problem. Das ist vielleicht ein kleines Problem. So we have to take our courage and think something is at stake. Something is at stake. Steht das auf dem Spiel? Ah, Steht das auf dem Spiel? Wir müssen denken, dass irgendetwas steht auf dem Spiel. Means from the beginning of time, we have been wandering in samsara, caught up in thoughts and feelings. Seit der Anbeginn der Zeit wandern wir in Samsara und sind gefangen und gefesselt von Gedanken und Gefühlen. Only very rarely do we come into a birth where we have a chance to think at all, to be reflective, to learn. Nur sehr selten haben wir überhaupt die Chance, in ein Leben zu kommen, wo wir denken können, wo wir reflektiv sind, wo wir lernen können. Now we have the freedoms and possibilities of a precious human birth. Nun haben wir die Freiheiten und Möglichkeiten der kostbaren menschlichen Geburt. We have this rare opportunity, but the time is very short. Wir haben diese seltene Möglichkeit, aber die Zeit ist nur sehr kurz. We don't know how long we'll live. Wir wissen nicht, wie lange wir noch leben. We don't know how long external circumstances will support us. Wir wissen nicht, wie lange auch die äußeren Umstände uns dabei noch unterstützen werden. But we have a chance to recognize something different about ourselves. Aber wir haben die Chance, etwas zu erkennen, was unterschiedlich ist als unser Selbst. To open a doorway and to see what is there. Eine Tür zu öffnen, um zu sehen, was da ist. It's like if you go out in the country and you see a beautiful waterfall. Es ist so, als wenn man ins Land geht und man einen wunderschönen Wasserfall sieht. Maybe behind this waterfall there is a cave. Und vielleicht hinter dem Wasserfall ist eine Höhle. And maybe in the cave there is a big pot of gold. Und in diesen Höhle ist vielleicht ein großer Topf mit Gold. But you just see the water. Aber du siehst nur das Wasser. And the water is very wet. Und das Wasser ist sehr nass. So you keep trying to jump out of the waterfall. Und so versucht man aus dem Wasserfall herauszuspringen. Behind the thoughts and feelings in which we are immersed 24 hours a day is our own Buddha nature. Hinter der Gardine dieser Gedanken und Gefühle, mit denen wir 24 Stunden am Tag ausgesetzt sind, ist unsere Buddha-Natur. So doing the practice is very important. So die Praxis zu tun, ist sehr wichtig. Okay, so we start with the 3R. Then when we're relaxed and open, whenever you find yourself being caught in thought, you simply release this sound and then stay as open as possible. So, wir fangen an mit den 3 A's und wenn dann entspannen, wenn wir uns selber gefangen sehen in diesen Gedanken, dann nutzen wir diesen Klang, um uns zu befreien. However, if you're feeling very unstable in yourself, if you're feeling very insecure, you need to judge for yourself whether this is the right time to do this practice. Wie auch immer, wenn man sich vielleicht selber sehr instabil und unsicher fühlt, muss man vielleicht für sich selber entscheiden, ob das jetzt der richtige Moment für die Praxis ist. Because it's a practice that you have to carry right through. Denn das ist eine Praxis, die man wirklich bis zum Ende führen muss. And
one needs a degree of focus and courage and determination and a deep belief in the view. Man braucht eine Konzentration, ein Wille, ein Glaube auch an die Sicht. Okay. Any questions or anything before we start? Irgendwelche Fragen dazu? What about local spirits with a pet? Do they also have a problem, like the demons? Yeah, they don't mind. The sun is shining, they're eating ice cream, they're very happy today. And generally speaking, if you are going to make a strong energy, it can set up some disturbance locally, but the power of Phat will cut through anything that they can do. For sure. I'm surprised that you are concerned about people who may be in a shaky situation, because I would have thought this is just the appropriate method to cut through this line of permanent turning around in your own carousel. So I would maybe once in a group, even as you know, I'm not so familiar with this, but once in a group, and I have had the impression that there should be some shift now. Then I propose to do this exercise, and because I didn't introduce anybody about Buddhistic background, I just use the German word weg, so go off, go apart. So that was my attempt to bring into just very, very normal German consciousness. And I think that it's a good idea to choose this method than to have a kind of a change in paradigm. Yeah, I think that's a good point. Do you want to say that in German in case other people couldn't follow? Willst du mal auf Deutsch wiederholen? Ich war überrascht, dass James gesagt hatte, man solle diese Übung nicht machen, wenn man in einem labilen oder eben etwas gebrechlichen Verfassung sich befindet, weil das könnte ganz heftig sein. Und meine Verwunderung darüber ist dass ich es gerade beachtet hätte als eine Übung, die, wenn ich so in einem Problem mich verfangen habe, mir helfen kann, wirklich einen Paradigmenwechsel zu machen und eben aufzuhören, damit mich ständig im Kreis um mich selbst und um mein Problem zu drehen und eben einfach das abzuschneiden. Und ich habe das einmal ich bin leider mit dem Buddhismus nicht sehr vertraut, und ich habe aber diese Übung eben bei James einmal kennengelernt, und dann habe ich selber in einer Situation, wo ich eine Gruppe angeleitet habe und das Gefühl hatte, es braucht jetzt mal einen Wechsel in der Energie. Dann habe ich das eben vorgeschlagen, dass wir das machen, und habe die deutsche